Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Wir wünschen euch ein wunderschönes neues Jahr 2025. Wie seid ihr denn reingekommen? Ohne nennenswerte seelische und körperliche Schäden zurück bei der Arbeit. Und bei dir? Dem kann ich mich nur anschließen. Ein Traum, sehr schön. Ja, um das letzte Jahr nochmal zu rekapitulieren, was waren denn eure Highlights, so vor allem von unserem YouTube-Kanal? Ja, bei mir ist das relativ klar. Es waren natürlich die Reisen nach Norwegen, der Tirpitz-Vierteiler, zusammen mit Bastian, unserem Kameramann, sowohl nach Norwegen in den wirklich hohen Norden, nördlich des Polarkreises, war ein echtes Abenteuer. Wir wussten selber nicht, wie es ausgeht. Und dann nochmal zu unserem Schmied im Saarland, zum Andreas. War eine schöne Sache, waren tolle Videos. Die stehen natürlich immer noch online. Guckt euch die gerne mal an. Das war mit Sicherheit bei mir eins der absoluten Highlights. Und Produktentwicklung, die schönen Produkte, das ist halt jedes Jahr wieder eine der Sachen, auf die ich mich freue und auf die ich gerne zurückblicke, auf ein paar bestimmte Dinge. Und bei dir? Ich würde sagen, grundsätzlich ist der Aufbau von dem YouTube-Kanal ein Highlight gewesen. Also wir wollten das wirklich schon viele Jahre lang machen, aber das ist auch für ein Unternehmen wie uns oder mit unserer Größe echt eine Herausforderung, ein Team zusammenzustellen, auch vor der Kamera zu agieren. Das war für uns alle Neuland, hat sicherlich auch ein bisschen Überwindung gekostet, auch ich denke, hat man uns vielleicht auch angesehen, dass es im Jahresverlauf vielleicht dann ein bisschen flüssiger vonstatten ging. Aber auch wirklich sicherzustellen, dass wir wirklich jede Woche mit Ausnahme unserer kurzen Sommerpause ein Video für euch produzieren. Das ist ein Highlight. Ich glaube, sind wir wirklich froh drüber und auch ein bisschen stolz drauf, dass das so gut geklappt hat. Und vielleicht greife ich auch schon mal ein bisschen vorweg und teaser schon mal ein bisschen ins neue Jahr, denn wir stehen wieder vor einer Herausforderung, und zwar möchten wir im kommenden Jahr unseren YouTube-Kanal zumindest teilweise auch auf Englisch anbieten. Ihr wisst, wir sind ein international agierendes Unternehmen. Wir haben wirklich viele Messerfreunde in den USA, nicht nur da, natürlich auch in anderen englischsprachigen Ländern. Und es ist unser Ziel, YouTube-Content auch in Englisch zu produzieren. Wie gut uns das gelingt und in welcher Taktung, das müssen wir mal sehen. Aber das ist zumindest schon mal ein kleiner Ausblick für dieses Jahr, was uns vielleicht auch in den kommenden Wochen erwarten wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf. Ich freue mich auch drauf, dass wir auch da unser Publikum noch mal ein wenig erweitern können. Mein persönliches Highlight war Mäuschenspielen bei uns unten im Tresor und genug Zeit, mir da mal die verbotenen Gegenstände anzugucken. Ja. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wie in den Videos vom letzten Jahr machen wir auch dieses Jahr weiter mit unserem Pocket Check. Allerdings drehen wir das dieses Mal ein bisschen anders. Wir stellen euch unsere Lieblingsmesser von 2024 vor. Und da wir gerade eben beim Hajo angefangen haben, würde ich jetzt gerne einmal vom Thomas wissen, was denn sein Lieblingsmesser war. Ja. Okay, ich weiß, das kommt in vielen Kommentaren immer, ja, wenn es nicht Paragraph 42a konform ist, dann kommen da immer direkt ein paar Kommentare. Bitte verzeiht es mir, aber es ist absolut ein Highlight, auch wenn es als Springmesser ja in den letzten Wochen nicht unbedingt leichter geworden ist, also jetzt sogar noch ein berechtigtes Interesse erforderlich ist, damit der Besitz legal bleibt. Aber eins oder vielleicht das Messer-Highlight in diesem Jahr ist das kleine Automatikmesser, das Design von Ramon Chavez, das Mini Redemption, welches wir in dieser exklusiven Variante, nämlich mit Ultem-Schalen, erstmalig auf der Knife präsentiert haben oder verkauft haben, eigentlich ausschließlich. Es war ja so ein Messe-Drop. Und wenn man so die Entwicklungsgeschichte von dem Modell in den Wochen vorher ein bisschen begleitet hat, dann weiß man, dass das echt eine Punktlandung war, dass das mit sehr viel Mühe vonstatten ging, mit wirklich viel Nachtschicht, dass das Ding überhaupt fertig wurde. Und es ist nach wie vor so, dass ich finde, dass diese Ultem-Ausstattung dem Modell unheimlich gut steht und deshalb ein absolutes Messer-Highlight aus diesem Jahr für mich ist. Hajo, wie sieht es bei dir aus? Was hast du dabei? Ist natürlich immer schwierig, wenn man Messer liebt und zum Produktentwicklungsteam gehört und da seine eigenen Babys hat. Ich hätte gerne vorgestellt, wenn ich gedurft hätte, den Sleeve Dagger. Da habe ich mich an einen schönen Artikel aus der Visier aus den 80er Jahren erinnert, als Zeughaus Hege mal eine Replika aufgelegt hat von einem HG Long Modell aus Sheffield. Der Sleeve Dagger, aber ich erzähle da jetzt gar nicht so viel zu. Ich darf nicht zeigen, weil der allen so gut gefallen hat, dass wir die nächste Lieferung leider erst wieder in 6 Monaten bekommen werden. Das Ding ist ausverkauft. Und da ich bei uns im Team schwerpunktmäßig immer zuständig bin, einerseits für die historischen Sachen und die funktionalen Sachen, habe ich mich fürs Echidna entschieden. Mother of Monsters. Also wirklich ein reines Gebrauchsmesser. Wer uns kennt, sieht wirklich ganz klar, es ist ein Durand-Design und ist aufgebaut auf das
Kerberos aus dem Böker Plus Programm. Es ist aber ein Böker Magnum. 440B Stahl. Es ist ein glasfaserverstärkter Nylongriff, auf den TPR, also eine Gummioberfläche aufgebracht ist. Es ist halt wirklich gedacht für Jäger, für Angler, für Outdoor-Leute. Deshalb das Echidna mein Lieblingsding. Und es hat wirklich, wir sagen hier keine Preise, weil das dann schnell, werden die Videos schnell historisch, aber es ist wirklich günstig. Aber uns interessiert natürlich noch, Smilla, was hast du denn als ein Messer-Highlight aus diesem Jahr heute dabei? Ich habe heute das AK1 dabei mit schönen Richlight Griffschalen in Weinrot. Mir persönlich gefällt an der kompletten AK1-Serie eigentlich ziemlich gut, dass ich Kydex-Scheide, Lederscheide als auch die Griffschalen nach Belieben nachkaufen kann. Und als Dame oder als Frau eben dann auch so personalisieren kann, dass es denn dann zum Outfit passt, wenn es gewünscht ist. Finde ich super. Vom Klingenstahl müssen wir gar nicht sprechen. Ich bin begeistert. Es tut, was es soll und sogar noch mehr, was meine niederen Anforderungen angeht. Das war's mit unseren Lieblingsmessern aus dem Jahr 2024. Jetzt bin ich und ihr mit Sicherheit auch total gespannt, was uns denn 2025 erwartet. Mögt ihr beide da vielleicht schon ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern? Und zwar, die Knife findet in 2025 nicht im Frühjahr statt, sondern erstmalig im September. Das haben wir zum Anlass genommen, unser beliebtes Böker Sommerfest diesmal jetzt im Mai stattfinden zu lassen. Das genaue Datum haben wir jetzt nicht parat, oder deswegen wir informieren nochmal auf den bekannten Kanälen, aber merkt euch schon mal vor, im Mai Sommerfest bei uns in Solingen, hier in der Schützenstraße 30. Zweiter Termin, steht ganz bald an, die Jagd und Hund in Dortmund. Wir sind wieder mit einem Messestand vertreten, zwar eher mit einem klassischen Sortiment, welches sich so an die Jäger richtet, eher klassischere Modelle. Wir haben immer auch B-Ware im Gepäck, also das heißt Manufakturprodukte mit leichten Fehlern. Und jetzt gebe ich ab an... Okay, ja, Festival in Köln von Globetrotter, da werde ich auf jeden Fall auch 2 Tage vorbeigucken. Ich weiß aber das Datum nicht, aber das findet sich. Ja, was wollen wir? Schöne Dinge. Es gibt vor allem eins, jetzt im anstehenden Katalog, direkt schon im Februar. Da wird es ein echtes No-Nonsense-Messer aus Solingen geben, was mich richtig abholt. Materialien, einfach alles reingesteckt, Zero-Fertigungstoleranz und preiswert für Solinger Fertigung. Ich weiß nicht, wie viel darf man denn davon erzählen? Was wird es denn sein? Ihr kennt den Hajo, ihr kennt seinen Faible für die Atlas Range bei uns aus dem Sortiment, und ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, da kommt zumindest Verwandtschaft, auch made in Solingen, mit wirklich richtig schönen Materialien. Also seid gespannt. Und ich glaube, einen guten Designer haben wir auch noch mit an Bord, ne? Auch das. Wird was Feines, wird richtig fein. Auch Paragraph 42a. Ich wollte gerade sagen, es wird 2 Varianten geben, ne? Ja. Für jeden was dabei. Bevor wir es vergessen, wir sind nämlich noch die Verkündung schuldig von einem Gewinner. Wir haben ja bei dem Video mit Sam aka Raven the Pirate das Friday von Albon Le Henri, ich glaube, er ist Franzose. Haben wir verlost unter allen Kommentierenden, und gewonnen hat Pascal Biedermann, PB. Ja, Gratulation. Und wie kriegt er jetzt sein Messer? Er muss sich melden per Mail an uns, und zwar unter service@boker.de. Wie im letzten Video angeteasert, haben wir aber längst noch ein bisschen was vor. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie gut uns das gelingt. So, wie versprochen werden wir uns jetzt noch dem Champagner widmen. Wie machen wir das, Hajo? Ja, das machen wir im Zuge der sogenannten Sabrage, indem man hier die Folie und den Draht entfernt und den Kopf, den Ring dann mit dem Säbel abschlägt. Das soll, also ist eine militärische Tradition, wie man sich denken kann, soll von den Franzosen sein, aus den napoleonischen Kriegen. Man hört auch manchmal, dass es von den Husaren ist auf der Krim. Was auch nicht unwahrscheinlich ist, dass es sich die französischen Kavalleristen von den Krimhusaren abgeschaut haben. So, man sucht Wichtige sich... Frage erstmal vorab. Du, ich weiß, man hört es raus, ja, bei dir, du hast das jetzt schon mal scheinbar auch gemacht, Wasserflaschen mit einem Champagnersäbel, also scheint für dich, du bist ein alter Hase. Smilla, hast du auch schon mal eine Champagnerflasche mit einem Champagnersäbel öffnen dürfen? Ja, ehrlich gesagt, ein einziges Mal. Das ist bei uns so Tradition,
dass zur Weihnachtsfeier jeder Neuzugang und natürlich auch die Azubis bei uns eine Champagnerflasche aufsäbeln dürfen. Und da hatte ich letztes Jahr das Vergnügen und habe das auch erfolgreich bewältigen dürfen. Sehr gut. Ja, bei mir das Gleiche, ist zwar jetzt schon ein paar Jahre her, aber auch da dürfte ich mal eine Champagnerflasche köpfen und muss auch sagen, ich fand es so cool, dass ich kurz davor war, mir direkt danach einen Champagnersäbel zuzulegen. Muss allerdings sagen, zu Hause trinke ich relativ selten Champagner, deshalb ist es dann doch nicht der Plan in die Tat umgesetzt worden. Aber vielleicht für euch, wenn es euch interessiert, der nächste Geburtstag, die nächste Festlichkeit, das nächste Silvester kommt bestimmt. So, und ja, für jeden gibt es ein Säbelfass. Für mich ist keiner übrig geblieben. Deshalb vertraue ich wie immer auf meinen Spaten. Es gibt ja nichts, was dieses Ding nicht kann. Oh, Entschuldigung, wir machen das demnächst mit Schutzbrille beim Auspacken. Ich habe was gut zu machen. Ich habe letztes Mal gegen die Maxi, muss man sagen, keine gute Figur gemacht. Ich habe wirklich mich fast bis auf die Knochen blamiert, bis auf diesen Anschlusstreffer, der mir hinten raus Dann mach in der gelungen ist. Tradition direkt weiter mit dem inzwischen schön warmen Flaschenhals. Dann hoffen wir mal, dass es besser funktioniert. Aber man weiß gar nicht, wo man entdecken soll. Man sieht, der Respekt ist vorhanden. Die haben hier diese wunderbare, oh Entschuldigung, diese Kuhle, da legt man den Daumen Ja. rein. Das heißt, ich streiche jetzt hier über den Flaschenhals und dann schauen wir mal, ob uns das gelingt. So, wenn das mal Guck mal, keine nicht Splitter. funktioniert hat. Hajo, die Frage kommt ja jedes Mal auf, kann man da den Sekt denn jetzt überhaupt trinken? Denn der Flaschenhals, es ist ja nicht nur der Korken geflogen, sondern der Flaschenhals ist ja auch Tatsächlich. gebrochen. Ja, erstmal der Vorteil ist natürlich der Druck auf der Flasche, dass die Splitter erstmal in jede Richtung wegfliegen. Das ist schon mal ein Vorteil. Und der zweite Vorteil ist, die Flasche hat entsprechend dunkles Glas und man kann hier eine kleine Sichtprüfung machen. Und wenn da noch ein dunkelgrüner Splitter drin ist, dann würde man den sehen. Ist aber wirklich nicht die Regel. Ich trinke das wirklich mit gutem Gewissen und gutem Gefühl. Wobei, bevor ich jetzt die übrigen Gläser fülle, wollen wir ja euch nicht die Show stehlen. Diese Naht, die man entlang gleiten soll. Ja, die kommt oh Gott. Das war der Winkel. Zum Glück sind die Dinger stumpf. So. Es gibt 4 Teile, aus denen Da. die Form ist, in die Flasche, in die Flasche geblasen wird. Ja. Ein Boden, 2 Hälften und oben der, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, die buntartige Verstärkung nennen wir es mal, den Flaschenmund auf jeden Fall. Und da entsteht auf der Seite hier so eine Naht und es soll eben für das Brechen besonders vorteilhaft sein, wenn man diese Naht entlang gleitet. Mit einem geraden Strich. Bin mal gespannt, ob du die Kamera hast. Na. Sauber. Oh nein. Aber sehr sauber. Ja, Wunderbar. so bin ich. So, da fehlt noch der Hajo. Dann schauen wir mal. So, ich setze hier wie immer auf die Allzweckwaffe, den M1874. Der hat mich noch nie hängen lassen. Nee. So, dann nehmen wir die Naht auch. Hey. War der Bildschirm wichtig? Oh. Das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Ich wollte noch ein Schlückchen, aber... So, ja. So, in dem Sinne, ich hoffe, euch hat unser kleines Champagner-Video gefallen. Ihr wisst jetzt, was ihr jetzt zu tun habt. Wir empfehlen es grundsätzlich, vielleicht da draußen zu machen, dann tropft es bei euch nicht von den Lampenschirmen. So, ja. Und sieht auch schon aus wie nach einer echten Party, dabei hat sie noch gar nicht angefangen. Wir stoßen an Ja, genau, auf euch. Auf euch. Prösterchen, Stößchen. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja, bleibt Macht's gut. neugierig, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Was für eine Sauerei. Also ich muss sagen, ich habe mich hier ja ganz sauber und ordentlich verhalten. Aber was ihr beide, ich fand ja schon, die Smiller wäre schlimm, aber im Hajo tropft es immer noch von dem Lampenschirm.